Hallo liebe Aquarellfreunde, ich bin so froh, dass wir hier im Norden keine komplette Ausgangssperre haben. So kann ich das schöne Frühlingswetter nutzen, um mit meinem Skizzenbuch hier im Botanischen Garten in Kiel einen Spaziergang zu machen. Dabei bin ich, bis auf meinen Kameramann, natürlich alleine und achte auch auf den ausreichenden Abstand zu den anderen Spaziergängern. Hier dieser Magnolienbaum ist perfekt und blüht gerade richtig für mich. Die hellen Schattierungen der Blüten in Grau, Blau und Violett fange ich ganz flüchtig im Skizzenbuch ein. Unsere Drohne sollte eigentlich die Blütenfülle des Baumes einfangen, aber die Aussicht über die Förde im Abendlicht ist natürlich auch nicht schlecht. Ich werde mein Magnolienmotiv aber zu Hause malen. Homeoffice ist natürlich auch für mich ein Gebot der Stunde. Zur Erinnerung hier noch einmal ein paar Fotos. Für ein gutes Blumenbild brauche ich erst einmal einen guten Plan. Die Tonwerte sollten möglichst im Bild so verteilt sein, dass die Bildaussage auch gut vermittelt wird. Ich habe hier also die eindrucksvollen hellen Blüten vor einen dunklen Hintergrund gesetzt. Die stärksten Kontraste gibt es bei meinen beiden Hauptblüten hier links. Rechts gibt es noch ein paar Nebenschauplätze mit kleineren Blüten und Knospen, mit weichen Kanten und weniger Kontrast. Hier liegt jetzt für euch zum Abzeichnen die Umrissskizze des Motivs. Wichtig ist, wie immer, das beste Aquarellpapier zu nehmen, um nachher gute Verläufe hinzubekommen. Heute arbeite ich wieder mit Rubbelkrepp. Den Hintergrund möchte ich später ganz locker und fließend anlegen. Dort um die weißen Blüten herummalen zu müssen, würde meinen Farbverlauf zu sehr behindern. Um ein wenig Rubbelkrepp zu sparen und weil man es nachher auch viel einfacher ablösen kann, klebe ich die groben Formen der Blüten zunächst mit Tesa-Krepp ab. Die kleinen Ecken und Zacken der Blütenblätter fülle ich danach mit Rubbelkrepp nur auf. Ich maskiere nur die beiden Hauptdarsteller und ihren Ast, der in das Bild hineinführt. So bekomme ich diesen Teil des Bildes nachher besonders plastisch hin. Damit sich die Farben jetzt gleich etwas besser miteinander verbinden, sprühe ich das Papier ganz locker ein wenig ein. Ein paar Spritzer reichen, es soll nicht das Papier vollkommen nass gemacht werden. Nun mische ich kräftige Farbtöne aus Ultramarin und Neutraltinte und setze mit dem großen Pinsel hier den dunklen Hintergrund. Die weiße Blüte rechts spare ich erst einmal ganz grob aus. Mit dem wunderbaren Grünton von Green Appetite Genuine. Genuine. Mit dem wunderbaren Grünton von Green Appetite Genuine von Daniel Smith setze ich grüne Striche zwischen die dunklen Spuren. War das akzeptabel? Nicht schlecht. Komm, für mein DDR-Denglisch war das in Ordnung. Durch das viele Wasser verbinden sich beide Farbmischungen optimal. Die kleinen Knospen hier unten spare ich auch großzügig aus. Die rechte untere Ecke möchte ich sehr licht und luftig halten. Deshalb sprühe ich hier die Farbe großzügig mit Wasser an. Einige Spritzer mit der grünen Farbe verbinden hier den linken und den rechten Bildteil miteinander. So, mein Hintergrund ist fertig. Jetzt modelliere ich die Kanten der weißen Blüten und der Knospen noch ein wenig aus. Sie sollen ja im Hintergrund quasi unscharf zu sehen sein. Also ziehe ich die Farbe weich in die weiße Fläche hinein.
Hier hebe ich Farbe für einen dickeren Ast aus der noch immer feuchten Fläche des Hintergrunds wieder heraus. Hier noch einen zweiten Ast. Ein paar kleinere Äste kann ich auch mit relativ trockenem Pinsel in die feuchte Fläche des Hintergrunds hineinmalen. Mein arches Büttenpapier hält die Feuchtigkeit sehr lange und trocknet auch sehr gleichmäßig auf. Weil das Papier immer noch etwas feucht ist, kann ich mit Grün hier schon einige trockene Pinselspuren für die grünen Knospenblättchen setzen. Sie verschwimmen teilweise mit dem Hintergrund und bleiben so gerade eben noch sichtbar. Die Lichtkante an den Blütenblättern hole ich mit sauberem Pinsel wieder etwas heraus. Die Farbtropfen auf dem Tesa Crêpe wische ich vorsichtig mit einem Tuch ab und lasse das Bild jetzt völlig durchtrocknen. Mit einem schrubbeligen Flachpinsel hole ich noch einige Knospen heraus und korrigiere einige kleinere Formen. Mit einer Mischung aus Ultramarin und Alizarin-Karmesin modelliere ich die Farbigkeit schon ein wenig. Mit Sienna gebrannt und Lavender und auch ein wenig Neutraltinte male ich nun die Äste. Durch die weich verlaufenden Dunkelheiten versuche ich die Rundung der Äste darzustellen. Dafür immer wieder die Farben mit Wasser verblenden und partiell Dunkelheiten einimpfen. Kleine Rindenstrukturen lassen sich gut mit dem Fingernagel einritzen. Jetzt wird es Zeit für die Hauptdarsteller. Vorsichtig das Tesa Crêpe und den Maskierfilm entfernen. Alle Rückstände gründlich abrubbeln. Achtung, das Papier muss trocken sein, sonst reibt man sich Farbe in die weißen Blüten hinein. Den Ast feuchte ich komplett an und modelliere ihn dann, so wie die vorherigen Äste auch, mit Sienna, gebrannt, Ultramarin und Neutraltinte. Jetzt schattiere ich die weißen Blüten. Verschiedene fein abgemischte Nuancen mit Alizarin, Lavender, Zylinblau und einer Spur Ocker helfen mir, die Blüten plastisch herauszuarbeiten. Ab und an bleibt ein wenig Papierweiß stehen.
Mit Titanweiß noch einige Highlights und ein kleiner orangefarbener Akzent. So, mein frühlingshaftes Magnolienmotiv ist fertig. Schreibt mir doch mal, wie euch das Bild gefällt und wie es mit dem Nacharbeiten klappt. Ich freue mich immer über Kommentare und versuche sie auch alle schnellstmöglich zu beantworten. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an alle, die uns hier auf YouTube schon unterstützen. Mit eurer Hilfe können wir auch in Zukunft interessante neue Aquarellfilme herstellen. Für alle, die noch dazukommen wollen, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung.